Guten Morgen aus Las Vegas. Tag 3 steht heute an und einschließlich heute sind es noch 13 Tage bis zum Olympia. Eine richtig coole Sache. Gestern Abend um 5 sind unsere Koffer hier in Las Vegas gelandet, weil wie man sieht, wir tragen andere Sachen jetzt, beziehungsweise man sieht es erst jetzt bei mir. Wir haben andere Sachen am Start. Ich habe die dann mit Mev zusammen gestern Abend um 8 noch abgeholt. Das ging so lange, weil die haben so lange gebraucht und ist an diesem Schalter angekommen. Da waren über 50 Leute, die ihren Koffer da abgeholt haben. Und die haben immer so 3, 4 Koffer nach und nach geholt. Das ging ewig, aber das hat sich gelohnt. Und es hatte ja gestern Carb Day, also High Carb Day. Das heißt, wir gucken, was das Gewicht heute macht. Je nachdem hat er halt noch einen. Was natürlich richtig cool wäre. Dann würde er wieder mehr Power schöpfen. Danach geht es auf jeden Fall heute ins Gym. Heute gehen wir in ein anderes Gym, in den Fit Club. Also viele kennen den vielleicht von vor 2 Jahren. Das ist dieser süße Pinke, wo man am Anfang denkt, der ist einfach nur so für so Girlies, aber der ist eigentlich wirklich ganz cool. Hallo! Sonnenschein. Guten Morgen! Was haben wir? Tag 4? 3. Tag 3? Ich habe 3 gesagt, deswegen sagen wir 3. Guck mal, ich lebe schon in der Zukunft. Aber erstmal wünsche ich dir alles Gute zum heutigen Namenstag. Ja, Alices Omi hat schon erste, was ich vorher, wo ich aufs Handy geguckt habe, gesehen habe. Alles Gute zum Namenstag. Ich dachte mir, alles klar, weiß ich nach 26 Jahren auch mal, dass ich an heutigen Tag einen Namenstag habe. Ansonsten habe ich gut geschlafen, denn unser Gepäck, yay, ist angekommen. Sonst, ja, hätte ich wieder eine Nacht ohne Schlafmaske gehabt und ich habe es einfach wieder deutlich gemerkt. Bin dementsprechend gut aufgestanden. Habe Stefan ein Update geschickt, schon morgens vor der Tür gepostet. Sind ein paar Autos vorbeigefahren, die dachten sich, was macht der Typ um 7:30 in der Früh, beziehungsweise um 7 in der Früh, halbnackig auf der Straße. Und zur nächsten Amtshandlung kommen wir jetzt. Und zwar gibt es erstmal wie jeden Morgen unseren Müll einfach nicht beachten, gell? Sind auch nur Menschen, die Leute, die uns gucken, da draußen auf. Wir haben Meta X 2.0 am Start. Unsere Waage am Start, den Trichter. Da nimmt man dann Zip raus. Scoopt sich da erstmal 15 Gramm. Eine dezente Schaufel rein. Ich würde mit 9 Gramm anfangen. Aber aktuell ist das gute Ding, glaube ich, eher ausverkauft. Naja, das ist der Start. Ja, das ist gerade so krass, wie das leuchtet durch die Sonne. Wie es wäre das so magisch. It's magic. Übel. Es ist ein neuer Tag in Vegas, die Sonne lacht und wir sind einen Tag näher dran am Olympia. Heute ist mein Favorite Trainingstag am Start. Wir zerpflücken den Rücken. Heute stehen wir vor dem Fit Club. Fit Club habe ich letztes Jahr mit Jay trainiert. Ganz cooler Laden, ganz coole Geräte, da gehen wir mal rein. Wird erstmal eine Runde geboostert und dann, ja Mann, zerpflücken wir sowas von den Rücken. Ich habe richtig Bock auseinanderzunehmen und bin heiß auf die Session. Ihr seid auf jeden Fall mit am Start. Let's go inside, boys and girls. Wir sind am Start, Fit Club, 2 Jahre ist es her. Es hat sich einiges verändert, aber ich sehe schon ein paar Prachtstücke, an denen ich mich heute auf jeden Fall austoben werde, Alter. Geil. Ist eine etwas andere Atmosphäre, so ein bisschen, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen femininer, aber im Endeffekt, bei mir ist es überhaupt nicht mehr wichtig, wie... Also der Vibe ist schon wichtig, aber ich weiß, wie ich intensiv trainiere und egal, ob das Ding jetzt steril ist, egal, ob es irgendein Rotzstudio ist oder ob es, ja, kompletter Hardcore-Bunker ist. Ich komme da klar, ich kann da Gas geben und wir werden auf jeden Fall jetzt ordentlich Spaß haben und uns wegzimmern. Alice ist auch am Start. Natürlich ist Alice am Start. Was steht heute an? Legs hier? Legs, ja. Aber ist ja auch ein Leg Day Paradise.
Bald steht schon mein letzter Leg Day an, aber heute kümmern wir erstmal um den Rücken und um ein bisschen ein Touch-up Hamstrings. Vielleicht erkläre ich euch später warum, aber genau. Männer und Frauen, ich darf natürlich die Girls nicht vergessen, die sind auch fleißig am Video schauen. Bin ich tatsächlich überrascht, aber wir haben jetzt gerade eine kleine Sichtigung gemacht. Der Chef auch mega korrekt, hat mir so die paar neuen Dinge erklärt, die hier am Start sind. Und jetzt ist aber Pre-Workout-Ritual angesagt, ganz wichtig auf jeden Fall. Dieses Baby hier. Aber ich sag's euch ehrlich, ich habe im Brustvideo 2 Scoops genommen. Ich nehme heute so ein 3/4 Scoop, weil das Ding hat sowas von reingezündet letztes Mal. Das war, ja, wer die erste Version kennt, der weiß da ungefähr, was abgeht. Wir haben jetzt hier die zweite Version am Start. Ab 9. Oktober, 18 Uhr im ESN-Shop. Besser 2 Wecker stellen, denn wie der eine oder andere weiß, 6 Minuten war das Ding ausverkauft. Und was wir hier abgegradet haben, was ziemlich geil ist, was ich mir nämlich gedacht habe, so gerade für die Leute, die auf Prep sind und dann einen Booster brauchen, wir haben 400 Milligramm ATP, und zwar das Peak ATP. Also ATP ist sozusagen Energie in der Zelle. Vielleicht wird mich der ein oder andere Laborwissenschaftler oder Biochemiker da jetzt nochmal korrigieren, aber hier ist Peak ATP drin, 400 Milligramm, was nochmal für direkte Energie sorgt und mit dem ganzen Gemisch dann für ordentlich Zündung sorgt. Das wird sich reingekippt. Wir gehen rein in mein Glücksshirt. Ich bin ja so ein abergläubischer, was ist abergläubischer Mensch, aber ich bin so ein Typ. Ich habe meine Glücksbringer, habe ich hier vorne auch unter anderem mit dabei in meiner Trainingstasche. Zeige ich jetzt nicht, aber das ist das, was mir meine Mom mit auf meinen Weg gegeben hat. Und das beschützt mich immer hoffentlich vor Verletzungen. Und ja, dann geht es aber auch schon los. Dann gibt es eine ordentliche Rückenzerpflückung mit richtig geilen Maschinen, wie ich gesehen habe. So Leute, guck mal. Ich komme hier in das Gym, weil ich weiß, hier hat es eine geile Pullover-Maschine. Mike am Start, so sieht's aus. Jetzt kommt so der Olympia-Vibe hoch, oder? Ja, jetzt kommen alle Athleten rein. Du bist aber schon eine Weile hier, gell? Ja, wir gehen immer 4 Wochen vorher. Ja. Der hat sich schon akklimatisiert mit Mütze, Alter, aber ja. Fühle ich. Ja, safe. Die Leute regen mich halt auf, so, weil die uns gegeneinander aufhetzen. Weißt du, was ich meine? Weißt du, wenn du das mal machst, dann kann man sagen, Digga, das war ein Olympian, der weiß was von das. Ich weiß genau. Ja, ja. Ich bin Vegeta, wenn du Goku bist. Siehst du? Ist doch geil. Nee, pass auf. Ich habe Vegeta immer mehr gefeiert. Was ich sagen will, dieses Kriegsbeil, das ist wirklich heißt Urs gegen Mike, können wir begraben. Diese Konkurrenz wird immer da sein. Das kriegst du nicht weg. Ja. Aber wenn man uns jetzt sieht, heißt es nicht mehr, die hassen sich. Nee, aber das habe ich ja gesagt. Damals schon klargestellt. In Orlando auch schon. Mein dummer Spruch damals bei Erdem, der hat alles kaputt gemacht zwischen uns. In ja. der Öffentlichkeit. Da habe ich mein Maul einfach wieder nicht gehalten. Ja. Du kennst mein Maul doch. Digga, du denkst halt anders so. Ich denke nicht anders. Ich denke weniger, ne? Ja, aber du denkst anders als, weißt du, was ich meine? Als die Leute, die in Deutschland am Start sind. Also das Denken. Deswegen kommst du hier und in Dubai so gut klar, weil du hast so ein weltoffeneres Denken. Und das wird nicht verstanden. So Leute, ihr seht Mike am Start und ihr seht auch, ja, man kann Konkurrent sein, man kann aber trotzdem auch sich eine Maschine teilen und man kann trotzdem auch, ja, normal miteinander reden. Also er will mich auf der Bühne auseinandernehmen. Ich habe ihn schon auseinandergenommen. Dann wird es nochmal tun. Nee, aber. Oh, warte, da war dann 2021 auch was. Oh, ja. In deinen Anfang. Aber guck mal, genau das ist es. Es sind die Momente auf der Bühne, aber abseits, wir sind auch nicht die besten Freunde. Was soll ich euch sagen? Ganz ehrlich,
aber ich respektiere den Mann für die Arbeit, die er leistet, für den Körper, den er abliefert. Jeder, der den Sport macht, weiß, wie viel verdammt harte Arbeit, Schweiß, Blut, Tränen, Psyche, alles da reinfließt. Und deswegen, ich habe auf jeden Fall big Respect so. Ihr werdet uns jetzt nicht sehen, wie wir jeden Freitag zusammen Döner essen gehen nach dem Training. Aber ja, ich respektiere Mike auf jeden Fall für das, was er macht. Ist auch ein Aushängeschild bei uns in Deutschland und deswegen auf jeden Fall, ja Mann, hier Respekt. Wir haben aber auch letztes Jahr schon in Orlando nach dem Olympia geredet. Ich weiß gar nicht, ob das on-cam war oder nicht, aber ja, das ist, Vielen Dank. das ist das Statement, Digga. Weniger politisch korrekt ausgedrückt. Wir beide futtern unseren Fisch, wir beide rackern uns den Arsch ab. Und dann sollen wir uns hassen, wenn wir denselben Weg schreiten. Natürlich auf der Bühne sind wir Gegner. Klar. Das gilt aber nicht für überall und immer. Man muss sich nicht unnötig in so ein negatives Gebiet begeben. Ich glaube, unsere beiden Interpretationen sind die, dass wir uns den Arsch aufreißen, beide einer Leidenschaft nachgehen, die was ganz Tolles ist und wollen, glaube ich, beiden unseren Communities einfach das weitergeben, dass Bodybuilding fucking geiler Sport ist. Wir müssen Luca den Weg freimachen, dass wenn wir mal gehen in den nächsten 30 Jahren, dass er dann überlebt. Ja, nicht nur Luca, sondern allen, die nachkommen, Alter. Das ist der Genetikpool aus Deutschland kommt wieder. Oh, Urs, mir fällt gerade was ein. Du hast gesagt, du würdest mit mir keinen Döner essen gehen. Ja? Okay, pass auf, wir machen jetzt eine Wette und ich will, dass ihr das hört. Wenn in entfernter oder in naher Zukunft, falls ich dich schlagen sollte, jemals wieder, Ja. dann gehörst du mir für einen Döner. Okay. Deal? Ja. Wir gehen einen Döner zusammen essen. Wir gehen Döner zusammen essen. Okay, jetzt muss ich mich anstrengen. Ja, jetzt gib mal Gas, Alter. Also ich glaube, einen Dönerladen werde ich die nächsten Jahre nicht sehen. Passt schon. Nee. Genug Talk jetzt kommen wir zum Rückentraining. Auch hier, ich habe jetzt wirklich ein paar Aufwärmsätze gemacht, mich lange aufgewärmt an der wunderbaren Maschine und jetzt wird es Zeit zu ackern. Jetzt wird es auch Zeit, diese komische Uhr hier abzulegen und Gas zu geben. Ich will auf jeden Fall keinen Döner essen. Energie ist richtig gut. Wir haben genau das geschafft, was wir erreichen wollten. Stefan ist einfach King. Anders kann ich es nicht sagen. Wir sind jetzt 2 Wochen vor der Show. Wir haben das Cardio rausgenommen. Wir haben mehr Essen drin. Wir sind jetzt schon sozusagen fertig mit der ekligen, harten Arbeit, sag ich mal. Klar, Hunger habe ich immer noch wie Sau und alles, was dazugehört. Aber das ermöglicht uns einfach super fresh auf der Bühne dann zu stehen und das sieht man dann auch in der Physik. Oft sieht ihr so Körper vielleicht, auch als Laie sieht man das ganz gut, die so richtig kaputt geprügelt sind. Und das sind meistens halt die, was dann noch irgendwie eine Woche vor der Show 2 Stunden Stairmaster machen müssen, keine Carbs fressen und so. Und ja, so wie wir das jetzt machen, hat es ja nur selten bei mir funktioniert. Und deswegen bin ich gespannt, was jetzt auf jeden Fall noch rauszuholen ist, Alter. Mindset ist so positiv wie die ganze Vorbereitung noch nicht. Das war auf jeden Fall gerade der Start und der Mitte der Vorbereitung waren echt. Also vielleicht, wenn ich mich mal dazu bereit fühle, hole ich da mal länger aus und mache einen Deep Talk drüber. Ist ziemlich privat, aber ja, muss ich mal schauen.
Jedenfalls war das auf jeden Fall eine ordentliche Überwindung und so. War auch, muss ich jetzt schon sagen, die härteste Vorbereitung meines Lebens. Aber dementsprechend geil, dass es jetzt zum Ende hin so gut rausläuft. Hammer! Ich! So, wir haben nächste Maschine am Start. Es war wieder ein Deutscher vor uns dran, der die Maschine auch für gut empfunden hat. Fängt mit M an, hört mit Ike auf. An der trainieren wir jetzt auch. Einzige Veränderung. Ich mache mehr Gewicht drauf und muss den Sitz ein bisschen höher machen. Hey. Um es auch immer dazu zu sagen, kleiner Spaß unter Wettkampfkollegen. Ne? Boah, so geil. Auch eine Sache, die Stefan mir noch gesagt hat, ab und zu mal Pumpsätze einzubauen. Und deswegen habe ich hier jetzt einen Satz gemacht. Natürlich auch immer ans Versagen. Wenn ich trainiere, dann immer nah ans Muskelversagen oder in der Offseason übers Versagen raus mit unterstützten Wiederholungen. Aber deswegen einen Satz hier. Und da ich jetzt noch einen Satz übrig habe, mache ich glaube noch so einen Zug von oben. Gibt es noch hintere Schulter und eine Übung Beinbeuger. Jetzt kann ich das auflösen. Ich normal an dem Tag RDLs mache, also gestrecktes Kreuzheben. Und da haben wir ordentlich reinrotz. Und das geht natürlich auf die ganze hintere Kette. Und um das jetzt sozusagen zu ersetzen, gibt es noch isoliert 2 Sätze für einen Beuger. Stefan hat gesagt, keine Dummheiten mehr wie übertrieben schweres Kreuzheben oder so. Holy shit, was für ein Training schon wieder. Richtig geil. Heute die Session durchgebolzt. Und somit sind wir auch am Ende. Und ich sag wieder, adios amigos, aus dem Fit Club, aus Las Vegas. 2 Wochen vorm Olympia. Lasst Liebe da, kommentiert das Ganze und supportet. Und dann bringen wir das Ding nach Hause. Bis morgen.